Yes, hello for this class. Welcome the new month with Self-Appreciation and Touch. Willkommen zu dieser neuen Klasse. Den neuen Monat begrüßen mit Selbst, Berührung und Selbstwertschätzung. I'm usually talking the two languages, so people can join from all over. We are in my name first of all. My name is Sahiro Kayesko. I'm a naturopath in Berlin, working with Thai massage, with intuitive approach of it, and also with gyrotonic, which is more like a moving system, and basically about balancing life, and that's also what we are doing here. Ich bin Sahiro Kayesko, ich arbeite als Heilpraktiker mit Bewegungstraining, Gyrotonic und intuitiver Thai-Meridian-Massage. Yes, and this also flows into this practice. So, and we usually start the class, which is influenced by the quality of the month, which is May, more or less, but also the quality of the sign, of the astrology sign, which is Taurus right now. So, diese Klasse ist beeinflusst vom Monat Mai hauptsächlich und auch aber von dem astrologischen Zeichen Stier in diesem Monat. Gut. And to start, we will start to check in with our bodies. And this month, each month we have a different approach here. Jeden Monat checken wir ein mit unserem Körper. Und diesen Monat möchte ich euch einladen, mal zu checken, gibt es einen Teil in eurem Körper, der sich voll anfühlt, der mehr Spannung hat und vielleicht einen anderen Teil auf der anderen Seite, der leerer ist oder wo es weniger Spannung gibt oder der entspannter ist. Check in your body if there's a part which is full of tension, full more, and another part maybe for checking in this as a balance point where it's a bit more empty or less tense. And the other thing is, if you see related to that one or two animals, it could be also two because there are two parts, you check in with that as well. Und wenn ihr ein Tier seht oder zwei, weil es ja zwei Teile sind, dann könnt ihr mit diesem Tier auch einchecken. So you just check in with yourself. Let's go. Yes, and I will give an example maybe for that as well. The morning when I did the class, and still a little bit, but it's much better, I felt a lot of tension in my neck, full and a very emptiness in my leg, and my original picture was a lion this morning. Okay, so we will start. First of all, by opening up our senses, because the senses are a big theme in this month. So just opening our eyes by just circling into our inner eyes and then circling into our outer eyes, and then maybe putting soft fingers on the eyeballs and releasing it. And then one time just opening and closing the eyes and checking into the room. Yeah, and then coming back and getting to our ears, just opening our ears and opening the ear channels as well. And like putting the fingers inside. And then just like maybe listening into the room. What is the sound of the room? Is there noise? Is there silence? So just have a sensing into this kind of sensing element of your body. And after that, I would like you to go into your mouth. You can actually activate a little bit of saliva
by doing this here on the side. Especially if you touch here, a lot of saliva will come, and or not, but usually it comes. And check into the taste of the saliva inside. So what taste you have right now. And then we are opening the sinus points next to the nose, and we were just opening a little bit with this, the ability to smell. So maybe smell into the room as well, how it's smelling right now. So it's also nice. So, and last but not least, we're taking our hands, we are massaging our hands a little bit like this. We're just caressing our hands, exploring one hand with the other, and exploring our touch as well. So now I was a lot in English, so I hope the ones who were German could follow. Ich bin einmal durch alle Sinne gegangen, in unsere Augen, und wir haben mal in den Raum geguckt, in unsere Ohren, wir haben gehört, in unseren Mund und wir haben geschmeckt, in unsere Nase und wir haben gerochen, und in unsere Hände und wir haben gefühlt. So this is this is just the start of it, and then let's start directly with the practice of the body and taking our feet and foot here. And one more time, we establish this as well. You go along and explore with your hand, like an animal walking along your body, the quality of your foot. So some areas might be dry, some areas might be moldy. Ihr geht entlang eures Fußes und schaut einfach mal, wie sich der anfühlt, wie so ein Tier, was da so seinen Weg sich bahnt. Und manche Stellen mögen trocken, manche mögen feucht sein. And then you're pulling the two outer toes out. Two outer toes are out. Die zwei äußeren Zähne außen ziehen, die zwei daneben liegenden, also mehr nach innen hin, und dann einmal lang den mittleren. Und genau, und dann kann ich nochmal so den ganzen Fuß entlang und ein bisschen hier klopfen. Und wir gehen zum anderen Fuß und machen dasselbe dort. Wir schauen erstmal, wie wir laufen entlang des Fußes. Wir nehmen die Hände wahr auf der einen Seite und unseren Körper auf der anderen Seite, diese beiden Räume. We are exploring two spaces, our bodies and the other space, which is the hands. And we are going into that and exploring, and then we are pulling the two outer toes, the next to each toes, and the middle toe. One more time, massaging along and exploring also this element of touch, das Element von Berührung zu explorieren. Und der nächste Teil, da gehen wir auf die Matte. Gut, jetzt sind wir auf der Matte und ihr seht mich, so seht ihr mich, sehr schön. Genau, und wir wollen erstmal mit den Füßen hier einfach so eine Greifbewegung machen, weil in diesem Monat geht es ganz viel darum, was auch in der Natur passiert, to grasp. In nature, the plants are coming out and they grasp their new space. They want to explore the new space, the new world they're in. So we are doing this here, grasping.
We are going to the foot one more time, and there is a space in between here, 2 ligaments, 2 Bänder, und dazwischen ist etwas, das nennen wir in der Thai-Massage Wingate, and we would like to open it by moving our foot and putting a double thumb into it. We do this now. And then we are exploring the whole foot and pulling along the toes. And also on the inside, like we did it on the hands, we are just walking along and want to explore the quality of the foot without so much technique this time. Pulling the toes, and maybe just for finishing to go once times into the toes and circling. And then we do this on the other side. We go into the wind gate, and then we are opening this channel related to the energy lines. Wir gehen hier in dieses Windgate und öffnen, und dann explorieren wir mit wie ein kleines Tier, was entlang des Körpers geht, die Qualität des Fußes, also maybe the cold, and maybe by doing this, you have also some sensation in the mouth. For example, you taste it changing, or some saliva is produced, which is part of the activation of the parasympathetic system. Good. So here you are. Maybe hitting a little bit. Yeah, pulling the toes, the outer, the 2 and this one, and then going in between. Here we are. In between the toes, like this. And then coming to the lower legs, wir kommen an die unteren Beine. Auch da gehen wir erstmal entlang und sagen Hallo. We go along here and say hello. And this month we do some of a special technique, which is we're taking our 4 fingers here and we're leaning into, this is a bone here, da ist ein Knochen, und wir gehen darüber und wir lehnen uns da so hinein. Und das ist auch eine Energielinie in der Thai-Massage. This is the energy line Thai massage related to toxification of the body. So we really help to detox a little by leaning into this line here, just going over the bone here. And then we go on the other side, auf die andere Seite, und machen dort einen Daumenwalk. Wir spazieren mit unserem Daumen hoch und runter unter diesen Knochen und kommen zurück und hoch. Und anschließend wollen wir auch nochmal die Rückseite vom Bein mit einem Daumenwalk nach oben gehen. Die Rückseite vom Bein mit einem Daumenwalk nach oben und nach unten. Anschließend radieren wir alles aus, indem wir hier mal so hineingreifen. We are erasing everything. And that's it for the lower leg. On this side, we go on the other side. Wir gehen auf die andere Seite, wieder in das Windgate. We are opening here. And then, coming to the side. And again with the 4 fingers, we're going in and leaning into it, leaning, uns hineinlegen und unterhalb des Knochens greifen. Wunderbar. Und dann das Ganze mit einem Daumenwalk auf der anderen Seite unterhalb des Knochens und wieder runter. Ja, so. Gut. Und dann wieder das Ganze ausradieren. Gut, wir kommen zum Oberschenkel, coming to the upper thigh. Here we want to explore just by, again, touching it first of all, the difference in between the inner and the outer side. Ein bisschen den Unterschied zwischen innen und außen erforschen. Meistens ist es draußen etwas steifer. Wir können uns auch so hinsetzen und hier so eine Massage uns geben, indem wir hier so die Außenseite massieren.
mit einem Handballen. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite mit einem Handballen hier. Genau. Wunderbar. Und dann die Innenseite auch so ein bisschen massieren entlang. Und sehr gerne machen wir dann auch mal dieses Rollen nochmal so über den Oberschenkel rollen, hier auch über den Oberschenkel rollen. Sehr schön. Gut, und dann ein bisschen Shopping, um das Ganze, also ein bisschen klopfen, just to raise it again, some chopping. Okay, and that's it. On the floor, we will come back to sitting position. Gut, und dann sind wir hier wieder in der sitzenden Position und kommen ein bisschen in unser Becken und wollen auch hier mal herausbekommen, wir können das auch stehend machen, so diesen ganzen Umfang von diesem Becken hier hineingehen in our hip joint, to explore the hip joint, to explore and wanting to get out of the hip joint and doing some waving and die Hüfte, und dann können wir nochmal auch außen auf die Beine klopfen, auch so ein bisschen auf die Beine klopfen, um dann am Bauch weiterzugehen. An der Stelle ziehe ich immer etwas aus, weil es leichter ist, um das zu machen. So, we are going here into the belly, exploring our belly and related to our sensation also a little bit. So, just exploring first maybe the watery part of the belly, so hier den Bauch ein bisschen explorieren und dann ein bisschen so unter die Rippen hier unter die Milz gehen, auf der linken Seite, also an die Milz gehen, auf der rechten Seite an die Leber. Und ja, schauen wir mal einfach, wenn wir quasi jetzt hier den Bauch berühren, was passiert in unserem Mund. Exploring what happens if we touch the belly, what happens in our mouth, because there's this vagus nerve and related, and it goes into our belly as well. Der Vagusnerv geht in unseren Bauch, und wenn wir hier eine entspannende Aktion auslösen, then some saliva is usually produced, so let's explore that as well. Maybe taste comes there as well. And finally we can just go sinking into kind of the bladder area, sinking forward and backward. Hier hineinsinken in die Blasengegend, da ist auch der Psoasmuskel. Genau, und von dort aus gehen wir weiter, ein bisschen weiter hoch und wollen unsere Nieren greifen. We want to connect to our kidneys. In Chinese medicine related to fear, in der chinesischen Medizin mit Angst verbunden. Und as there is a lot of fear in the field right now, we support and distinguish what is an important fear and what we can relieve here. Ein bisschen zu entscheiden in der Angst, die sehr viel gerade oft im Feld ist. Was ist notwendig davon und was kann ich loslassen? What can I release of it? And then we come back here, and then we go a little bit more up to the solar plexus. Let's have the solar plexus, just circling the solar plexus, hier im Solar Plexus ein bisschen bleiben. Und der Solar Plexus nimmt viel auf. Lasst uns wirklich heute diesen Monat mal let's really sense into the Solar Plexus, diesen Monat mal hineinfühlen. Manche stellen sich den Solar Plexus wie eine Blume vor, die sich öffnet oder schließt, je nachdem in welchem Moment wir sind. Und wir halten mal ganz vorsichtig unsere Hände da drauf. We are just touching it very softly and we are just checking or seeing that flower, how open it is in this moment, and we are not judging this. Wir schauen einfach, wie offen unsere Blume am Solarplexus ist, wenn wir da eine sehen, und wir beurteilen das aber nicht. We are not judging it. So just checking it there.
And then we are holding the other side of the chakra as there are vortexes. Sie sind diese Vortexe. Hier ist eine Öffnung und da ist eine Öffnung. Und wir halten dieses Bein, um da ein bisschen auch so zu öffnen. Genau. Von dort aus können wir gleich nochmal in den Raum schauen und gucken, wie wir uns da orientieren im Raum. Vielleicht auch was wir hören. We're orientated in the room, what we can hear. Okay, and then coming in a little bit higher to the chest and just going along here, the chest, open the chest. Yes, and then again walking higher up, gehen wir noch ein bisschen höher und gehen schon mal in Richtung Schultern. Eigentlich erstmal die Schultern so ein bisschen explorieren, aber von den Schultern gehen wir nochmal zurück zu unserem Schlüsselbein. Und wir wollen das Schlüsselbein auch, so we're going back from the shoulders to the clavicula and checking and grasping into the clavicular, holding usually also, usually storing eventually some negative news which we catched up by hearing. So it's nice to clarify this channel a bit here and for ourselves. Manchmal sind dort negative Gedanken abgespeichert, die wir zum Beispiel auch durch viele Nachrichten, die wir hören, gerade sehen, da ablegen können. Das dürfen wir jetzt ein bisschen loslassen. We can release it a little bit. Yes. And from there, we are putting our hands in the shoulder and we are massaging the shoulders that way, that we are just putting our 4 fingers in and massaging the 4 fingers inside and hanging our shoulders in there. Yes. And then we do it on the other side. Yeah, actually I'm doing it this way, so yeah, it can only be this way. Yes, either this way, diese oder diese Art. Und von dort geht es dann auch schon gleich weiter, aber erstmal so ein bisschen uns auf die Schultern zu klopfen, Tack und Tack. Und auch in dem Sinne to put this and say, I'm good, because the month and Taurus is also about self-value. So, ja, und vielleicht uns auch noch eine Umarmung zu geben an diesem Morgen. Genau, nur wenn wir uns selber wertschätzen, werden wir auch vom Außen wertgeschätzt, so können wir, as we are valuing ourselves, people will value us, otherwise imbalances are created, so we will always take a little bit of a moment for self-value. So maybe having even a moment of rest right now, vielleicht jetzt einfach einen Moment von Ruhe haben und sich einfach sagen, I'm good as I am here in this moment, in this time of the universe. Ich bin gut in diesem Moment vom Universum, da an meinem Platz. Breathing in and out. Coming one more time back to the clavicular and holding the clavicular connected to under the jaw. Jinshinitsu for digestion. I'm just holding it here. Jinshinitsu is a technique which at some elements I put in here. Not a full class at all, to support Japanese self-streaming technique. And then I'm holding this here as well. In the clavicular and under the jawbone. Yeah. Breathing in and out. And from here, I'm going slowly to the neck. And first of all, I have a soft touch on the neck, holding the sternocleidomastoideus as a bridge. This is a muscle which you can feel when you turn the head to the left and the right.
this body part of Taurus, das Körperteil von Stier, das Körperteil von Stier, ist der Hals und die Kehle. It's the neck and the throat, let's say, which is the body part connected to Taurus. So let's give it a special attention, exploring it. Neck, swallowing. And especially if we hold some tension in the neck, we can just take our hands like this and squeeze the neck. Squeezing the neck along here. Taking out what can be taken out. And also wir können unsere Daumen hier benutzen und hier sozusagen in diese Muskelstränge hineingehen. We can go into the muscle lines here and squeeze it there. And taking it off. Yes, and then maybe doing some breathing here, etwas Freies zu machen. Nochmal so in unsere Wahrnehmung hineingehen. Und auch nochmal den ganzen Hals frei machen. Der so ein Kanal ist ja auch, um von oben nach unten die Nahrung zu bringen. And then from there, let's maybe also first of all just having a holding of the neck here and a holding of the lower back here, just to connect to the center line one more time. Nochmal hier ganz ruhig den Nacken halten und da unten den Rücken, dass wir hier nochmal zur zentralen Linie uns verbinden. Zurück. Dann halten wir einmal die linke Seite und unter dem einen Sitzknochen und machen unsere linke Seite ein bisschen uns bewusst und wach. Just looking, maybe closing the eyes into our left side. Breathing in and out. And going on the right side as well. Breathing in and out here. Having a small rocking, dass wir so ein Rocking haben, so ein Schaukeln. Sehr schön. Genau, und dann kommen wir hier noch ein bisschen weiter höher in unser Gesicht, wir massieren unser Kinn, our chin. Mal zu unseren Ohren, ziehen die Ohren sozusagen lang. We go again to our ears, we are pulling our ears, we are opening one more time the ear channel. One more time taking attention what we hear right now. Und gucken nochmal, was wir jetzt hören. Wir gehen nochmal zur Nase und öffnen auch mal die Bridge of the Nose, diese Brücke zwischen, hier die Nasenbrücke kann man öffnen mit zwei Fingern. So, genau. Circling. And then coming to the forehead, opening the forehead. Mit 4 Fingern hier die Stirn öffnen. Und sich die Sorgen sozusagen aus dem to pull off the worries. And then sort of finally we go to our hair and just giving it a little bit of a shampooing. Taking off all our
is here as well. You can tap the head a little bit softly like this, tapping the rest of the body, even down to the legs, and then finally taking the hands like this and creating the vacuum, and then putting our hand on the navel, die Hand auf unseren Nabel, ein- und ausatmen. Und dann von dort aus nehmen wir einmal die Hände nach außen und alles, was wir von diesem kleinen Massage-Session, die jetzt am Ende ist, all what we can take from this small session, we will zipping in like a straw. And everything what we don't need and we would like to send out, alles was wir nicht brauchen, nehmen wir jetzt hier raus. Und tschack, und tun es raus. Und noch einmal verbinden wir uns auch mit dem Raum da draußen. Es ist auch ein bisschen das Thema Außenraum, Innenraum und Grenzen setzen. Sagen Hallo zu diesem Tag. We say hello to this day. It's like our inner borders and the outer space. It's a little bit the theme of the month as well. So we are coming back. Taking everything what we can also take from the outer space into our navel and coming back here. Breathing in and out. One more time. Ja, und das war auch schon, this was a class already. This already was a small class. It's usually a longer class, which I hopefully will do also one day live again. Hoffentlich kommen diese Klassen auch einmal live wieder. Ich gehe davon aus, und dann gibt es die dann auch jeden ersten Samstag für eine geschlossene Gruppe. Und wenn ihr Interesse habt, if you have interest to have a Zoom class with this, just contact me. You find the link below or after the video. Ja, wenn ihr diese Klasse auch mal länger online auf Zoom machen möchtet, dann kontaktiert mich. Ansonsten jeden Monat findet ihr diese halbe Stunden Zusammenfassung hier. Wir machen den Abschluss. Wir nehmen uns wieder unseren Klang hier. Und noch einmal lade ich euch ein, I invite you one more time to check now into your body, to check whether something has changed. Guckt in eurem Körper, ob sich etwas verändert hat. Gibt es eine angespannte und eine nicht so angespannte Seite? Und vielleicht gibt es auch ein Tierbild, vielleicht ein anderes als zuvor. Lasst uns einfach nochmal auschecken zusammen. Let's check out. Ja, gut. Yes, thank you. Thank you for being here with me this month. Danke, dass ihr dabei wart in diesem Monat. Ich freue mich, euch auch wieder am nächsten Monat zu begrüßen hier. Wenn ihr mich persönlich kennenlernen wollt, dann kontaktiert mich über die Website. In Berlin können wir auch Behandlungen vereinbaren. If you want to contact me personally, you can contact me via the website. You also see the possibility to get Thai massage or massage classes. Yes. So, thank you very much one more time. See you next month. Have a beautiful day. Goodbye, Namaste. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Goodbye. Thank you.